Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch Race Room als auch Project Cars 2 vorstellen. Beides sind Rennsimulatoren und beide nutze ich, um so ein bisschen Streckenkenntnis mir zu holen und eben auch im Winter, wenn ich nicht auf die Rennstrecke gehe, einfach auch ein bisschen weiterhin dieses Rennfeeling zu haben. Wir starten jetzt hier einmal mit Race Room. Race Room habe ich jetzt ganz neu, ich habe ungefähr 5 Stunden jetzt bisher erst sozusagen Spielzeit in Race Room verbracht und bin also auch noch nicht besonders viel gefahren. Was mir aufgefallen ist im direkten Vergleich gegenüber Project Cars 2, ist zum einen eben die Framerate, die seht ihr hier oben links eingeblendet. Die ist in Race Room deutlich höher, liegt aber natürlich auch daran, dass die Qualität, also die Bildqualität, nicht ganz so berauschend ist wie in Project Cars 2. Im Anschluss zu dem Ausschnitt hier oder den Ausschnitten hier aus Race Room seht ihr dann auch noch ein paar Ausschnitte aus Project Cars 2. Im Cockpit merkt man das noch nicht so sehr, aber wenn man jetzt auf die Strecke schaut, das Ganze wirkt schon etwas matschiger, weniger crispy, nicht so schön klar, und genauso geht es mir auch ein bisschen mit dem Fahrgefühl. Also die Autos in Race Room, die sind extrem stabil. Also das Auto bringt man eigentlich fast gar nicht aus der Ruhe. Also sich dort zu drehen ist, also ich habe es zumindest nur ganz, ganz selten geschafft. Da kann man ganz wilde Fahrmanöver machen, ohne dass das Auto irgendwie besonders nervös wird. Gleiches gilt auch zum Beispiel beim Anbremsen. Also die Autos, die ich bisher gefahren bin, die bremsen alle super gerade an. Das Auto versetzt so gut wie gar nicht. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Also mir ist das nicht ganz wirklich realitätsnah, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Gefühl auf der Rennstrecke, wenn ich im Auto sitze. Das Auto bewegt sich in echt einfach viel mehr und das vermisse ich hier so ein bisschen. Das wirkt alles sehr, ja auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen schwammig und eingeschlafen. Da kommt nicht so richtig dieses richtige Rennsportgefühl rüber, finde ich. Das wirkt alles so ein bisschen taub. Gleiches gilt auch für die Lenkung. Die Lenkung finde ich auch extrem eingeschlafen und taub. Das ist irgendwie, ich habe gar kein richtiges Lenkfeedback, also es ist nicht so, dass ich irgendwie eine Gegenkraft spüre, dass die Reifen jetzt beim Anlenken und Anbremsen irgendwie in eine andere Richtung wollen. Das ist alles sehr, sehr harmonisch und geradlinig. Ja, ich habe jetzt wie gesagt noch nicht viel Zeit in Race Room verbracht. Ich will es jetzt hier auch nicht schlecht reden. Ich finde nur so vom ersten Eindruck im Vergleich zu dem, was ich sonst so gefahren bin, zum Beispiel auch Assetto Corsa oder Gran Turismo, Driving Simulator oder eben auch Project Cars, da wirken die Autos, klar, teilweise sogar ein bisschen übernervös, ja, da haben sie es dann teilweise übertrieben, gerade bei Project Cars, da muss man echt kämpfen, teilweise, um die Autos auf der Strecke zu halten, also die sind wirklich super nervös, das ist dann vielleicht auch wieder ein Schritt zu viel, aber irgendwas dazwischen, das wäre besonders, also das fände ich so die richtige Mischung, also Race Room finde ich insgesamt etwas zu eingeschlafen und Project Cars ist irgendwie viel zu nervös. Vielleicht kennt ihr ja noch einen Rennsimulator, wo die Grafik auch noch einigermaßen gut ist, wo es eine gute Mischung aus beiden gibt. Wie gesagt, Assetto Corsa habe ich auch schon probiert, gefällt mir persönlich jetzt auch nicht so gut. Und ja, da muss man so für sich wahrscheinlich auch einfach das rausfinden, was einem am besten gefällt. Zeitentechnisch zeige ich am Ende auch noch mal ganz kurz, ist es so, dass es, wie gesagt, ich habe Race Room kurz angespielt und bin sofort relativ gute Zeiten gefahren. Das ist dann auch ein bisschen merkwürdig, ne? Dass da sozusagen, weil die Autos eben so stabil sind, ist gar nicht so eine große Kunst ist, da jetzt eine, sage ich mal, durchschnittliche oder eine gute Zeit rauszuhauen, wohingegen ich bei Project Cars schon mehr Zeit investieren musste, um das Auto auch vom Setup her in eine Richtung zu bekommen, wo das Ding einigermaßen das macht, was ich möchte und nicht immer ständig ausbricht und übersteuert und mit dem Heck kommt oder eben über die Vorderräder schiebt, und das ist bei Race Room nicht. Race Room ist da ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, benutzerfreundlicher. Du setzt dich rein und kannst das Ding um die Kurve fahren und dann ist gut. Was mir aber noch aufgefallen ist, ist zum Beispiel der Lenkwinkel. Wir sehen jetzt hier, die Lenkwinkel sind alle immer sehr, sehr klein. Also man bewegt das Lenkrad sozusagen kaum, oder sage ich mal, optisch wird das Lenkrad kaum bewegt. Am wirklichen Lenkrad, also sozusagen außerhalb des Spiels in der Realität, habe ich aber einen deutlich höheren Lenkwinkel. Und das finde ich auch nicht so schön. Also ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen, dass ich meinen Lenkwinkel von meinem Lenkrad, von meinem Simulationslenkrad, dass ich den Lenkwinkel synchronisieren konnte mit dem Lenkrad im Spiel. Das ging zum Beispiel bei Project Cars super easy. Ja, da stelle ich den Lenkwinkel auf 50% und dann ist der Lenkeinschlag, den ich an meinem Lenkrad mache, exakt der gleiche wie der im Spiel. Das hat, wie gesagt, hier jetzt bei Race Room nicht funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen schauen, ob man das auch einstellen kann, denn das fände ich ganz schön. Sonst ist das auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Und wie gesagt, es wirkt halt auch sehr eingeschlafen und träge. Also es ist wirklich wie so ein Fahrer in Trance, der bewegt das Lenkrad irgendwie kaum. So ein bisschen merkwürdig.
Jetzt lasse ich euch ein bisschen mit den Bildern allein, dann hört ihr ein bisschen Sound. Der Sound, finde ich, ist sehr gut und ihr kriegt auch so ein bisschen mit, wie ist die Streckenphysik, Curbs und so weiter und so fort. Also ein bisschen die Bilder für euch zum Genießen. So, das waren jetzt einige Bilder und Tonimpressionen aus Race Room. Jetzt gehen wir nach Project Cars 2 und hier merkt man jetzt direkt am Anfang, hatte ich gleich ein bisschen zu kämpfen, weil dieser Wechsel von dem doch sehr trägen und eingeschlafenen Lenkgefühl in Race Room hin zu dem Lenkgefühl in Project Cars, was wirklich super agil und nervös ist, einfach ein Riesenschock war. Wie gesagt, Race Room hatte ich ja jetzt bisher noch gar nie gespielt und ich hatte jetzt bei dem Video eben zuerst mit Race Room einige Runden gedreht und bin dann zurück in Project Cars und das war schon ein heftiger Unterschied in Sachen Lenkgefühl. Ich muss aber sagen, wie gesagt, dieses Nervöse gefällt mir irgendwie noch ein bisschen besser. Also ich hätte es gern, sage ich mal, wie gesagt, eine Mischung, ne? Also nicht ganz so nervös wie in Project Cars, aber auch nicht so eingeschlafen und taub wie in Race Room. Aber wenn ich die Wahl hätte, finde ich das Nervöse irgendwie doch angenehmer oder beziehungsweise fordernder. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Es ist nicht so easy, das Auto hier mit diesem Lenkgefühl, sag ich mal, auf der Straße zu halten und schnelle Rundenzeiten zu fahren, wie das in Race Room der Fall ist. In Race Room ist das wirklich relativ einfach, gute Zeiten zu fahren. Was man hier natürlich auch sieht in Project Cars, die Grafik ist aber wirklich deutlich besser. Die Straße, die einzelnen Objekte um die Rennstrecke herum, einfach alles viel, viel schärfer, viel crispier, nicht so matschig und grau in grau, wie das in Race Room der Fall ist. Wir merken aber auch, wenn wir nochmal nach oben links schauen in Sachen Framerate, haben wir hier ca. 100 Frames weniger. Das tut jetzt nicht weh, ne? Wir sind immer noch weit über 100 FPS, da ist alles gut, aber nichtsdestotrotz ist natürlich hier, sage ich mal, ein bisschen weniger Frame-Leistung da. Ist aber, wie gesagt, zu vernachlässigen, weil das auch noch in einem Bereich ist, wo es einfach sich super spielen lässt. Und was man hier auch sehen kann, das Cockpit, wie gesagt, es ist ein Tickchen schöner als in Race Room. Das ist aber wirklich im Cockpit geben die sich nicht so super viel. Entscheidend für mich ist eben die Strecke. Hier in Project Cars, hier sehe ich die Anbremsspuren viel deutlicher, hier sehe ich teilweise auch kleine Reifen, Gummireste auf der Strecke. Die Curbs sind viel, viel schöner visualisiert. Das ist einfach insgesamt, ja, angenehmer, finde ich, fürs Auge und auch realistischer. Und insgesamt vermittelt es einem einfach ein schöneres Fahrgefühl, als es in Race Room der Fall ist. Was aber natürlich hier ganz extrem jetzt auch zu sehen ist, ich lege auch nochmal gleich zwei Bilder nebeneinander, unabhängig jetzt von den Grafikunterschieden, ist einfach diese Fahrdynamik. Ja, in Project Cars ist das Auto relativ lose, instabil, rutscht sehr viel, man hört auch immer sehr viel Rutschgeräusche, man muss extrem viel lenken, die Lenkung ist sehr agil. Und eben auch beim Anbremsen und in die Kurve reinbremsen ist es so, dass das Fahrzeug viel nervöser ist. Also hier kann es auch mal passieren, dass wenn man eben zu ungestüm anbremst, dass einem das Fahrzeug wirklich komplett ausbricht. Man hat die Kurve 5-mal angefahren, alles war gut und einmal übertreibt man es und auf einmal kommt einem das Auto quer, man muss gegenlenken
und da ist so richtig Action in der Bude und das ist halt bei Race Room auch nicht. Also wenn da mir das Auto ausgebrochen ist, wie gesagt, das ist glaube ich zweimal oder so passiert, dann war die Karre aber auch weg, ja, also da konnte ich gegenlenken, so viel ich wollte mit dieser eingeschlafenen Lenkung, da konnte ich auch nichts mehr abfangen. Und hier in Project Cars 2 ist es so, hier merkt man durch diese sensible Lenkung relativ früh, wenn das Auto in irgendeine Richtung will und kann dann auch gut gegenlenken und das Ganze auch abfangen. Und ja, also das fehlt einfach, finde ich, ein bisschen in Race Room. Hier in Project Cars ist ein Kritikpunkt, den ich so ein bisschen habe, wenn man gerade versucht, eben auf Bestzeitenjagd zu gehen. Das Spiel ist wirklich extrem pingelig, was die Track Limits angeht, ja. Also wehe, ihr fahrt hier mal irgendwo zu weit raus, selbst wenn ihr dann in der Wiese seid, ja, und ohne Ende langsamer als vorher, scheißegal, die Rundenzeit wird gestrichen und teilweise ist dann auch so, wenn ihr jetzt hier gerade im letzten Sektor irgendwo rausfahrt, dann ist auch ganz häufig so, dass auch die nächste Rundenzeit gleich gestrichen wird, ja, also wenn ihr jetzt hier irgendwo rausfahrt, ihr bleibt irgendwo im Kies stehen, verliert, was weiß ich, 10 Sekunden, egal, nächste Rundenzeit wird gestrichen wegen Abkürzen, ja, also das finde ich einfach, das ist dann auch so ein bisschen nervig, wenn man auf Zeitenjagd geht und da wird einem hier eine Runde nach der nächsten gestrichen, obwohl eigentlich gar keine Not am Mann ist. Da müsste man auch nochmal nachjustieren. Also wie gesagt, die Autos ein bisschen stabiler machen, dass es nicht ganz so super hypernervös ist und wie gesagt bei den Track Limits ein bisschen nachsteuern, dass das nicht so total verrückt ist. Jetzt wie gesagt mal ein kleiner Grafikvergleich, Bild an Bild oder Bild neben Bild. So, jetzt habe ich hier das Bild mal angehalten. Ich habe versucht, ungefähr gleiche Bilder zu finden. Wir haben unten Project Cars und oben Race Room und hier sehen wir einfach die deutlich mehr vorhandene Schärfe in Project Cars für die Strecke im Cockpit. Einfach nochmal so ein bisschen für euch zum Vergleichen. Jetzt wieder zurück in Project Cars hier auf der Strecke. Wie gesagt, insgesamt vielleicht auch, weil ich es einfach jetzt schon länger spiele und Race Room noch relativ neu für mich ist, aber insgesamt überwiegen bei mir aktuell doch die Tendenzen hin zu Project Cars. Ich finde es insgesamt vom Handling her irgendwie schöner, anspruchsvoller, frischer, aktiver als Race Room und die Grafik ist natürlich auch ein großer entscheidender Faktor, der mir einfach bei Project Cars deutlich besser gefällt, plus eben der Umstand mit den Autos, ne? Autos und Strecken, bei Race Room muss man irgendwie alles kaufen und extra freischalten. Das finde ich schon ein bisschen arg, ja, nervig. Und hier in Project Cars, hier habe ich eben ganz normales, klassisches Spiel. Ich habe mir das einmal gekauft und dann sind eigentlich alle Autos irgendwie mit drin. Klar gibt es auch den ein oder anderen DLC, wo es nochmal Sonderfahrzeuge gibt, aber wirklich in einem kleinen Rahmen, was ich einfach sympathischer finde, als jetzt eben so ein Spiel, was ich zwar kostenlos spielen kann, aber praktisch ja nichts dabei ist und ich mir alles extra kaufen muss. Ja, da bin ich doch eher ein Verfechter des klassischen Prinzips, ein Spiel als Spiel kaufen und nicht irgendwie was angeblich kostenloses, wo dann aber im Endeffekt mich viel, viel mehr Geld kostet als ein normales Spiel. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem perfekten Simulator. Auch bei Project Cars habe ich eben das ein oder andere, was mich ein wenig stört. Wenn ihr noch einen guten Simulator kennt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Bin da immer bereit, mal wieder was Neues auszuprobieren. Genauso ging es mir auch mit Race Room. Das hatte jemand in den Kommentaren erwähnt. Habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Ich finde es nicht schlecht, aber insgesamt, wie gesagt, ist es auch noch nicht das absolute, ja, wie soll ich sagen, geniale Simulationsspiel, was ich mir wünschen würde. Auch Race Room hat eben seine Schwächen und für mich persönlich aktuell noch mehr als Project Cars. Insofern, ja, ich mache mich weiter auf die Suche. Wenn ich irgendwas Gutes finde, werde ich es auf jeden Fall hier veröffentlichen. Jetzt auch hier von Project Cars noch ein bisschen Bilder und eben auch Ton.
jetzt am Ende nochmal ein kurzer Blick auf die Zeiten. Wie sind die Spiele in Sachen Zeiten beieinander? Ich habe leider keine identischen Autos gefunden, deswegen habe ich jetzt hier in Race Room mich für den 235i Racing entschieden und habe hier nach circa, was waren das, vielleicht 20 Runden, wenn es viel waren, eine 1,57 gefahren. Wie gesagt, das Auto fühlt sich sehr stabil an, aber das tun alle Autos in Race Room. Und wenn wir jetzt einmal rüberschauen zu Project Cars 2. Dort habe ich eben mal als Vergleich das 1er M-Coupé genommen. Mit dem habe ich allerdings in Project Cars schon mehr Runden gedreht. Da bin ich schon, ja, ich sag mal gut 50 Runden oder so mitgefahren. Und das Auto ist eben, wie gesagt, deutlich schwieriger zu steuern. Und hier bin ich zeitentechnisch aber auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Hier habe ich dann eben bisher als Bestzeit eine 1,56 gehabt, sogar noch ein Stückchen schneller als das Cup-Auto. Das heißt also, die Zeiten sind schon relativ ähnlich. Das habe ich auch gemerkt, als ich mal Porsche gefahren bin. Da habe ich zwei gleiche gefunden. Also da liegen die Spiele schon relativ ähnlich beisammen. Aber wie gesagt, das Fahrgefühl ist eben einfach ein wirklicher Riesenunterschied im Vergleich Race Room zu Project Cars 2. Das heißt, wer ein bisschen mehr Action will oder mehr Lenkeinsatz, der sollte eher zu Project Cars 2 greifen. Alle anderen sind wahrscheinlich bei Race Room besser aufgehoben. Letzten Endes ist es aber auch nicht verkehrt, wenn man beide hat und einfach ein bisschen Abwechslung reinbringt. So mache ich das auch. Insofern, jeder wie er möchte, und ihr habt jetzt ein paar Infos bekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!